Wo ist das Meeting heute? Wo ist das Meeting heute? Das Meeting ist im Konferenzraum auf der 2. Etage. Das Meeting ist im Konferenzraum auf der 2. Etage. Wann beginnt die Besprechung mit dem Marketingteam? Wann beginnt die Besprechung mit dem Marketingteam? Die Besprechung beginnt morgen um 10 Uhr mit dem Marketingteam. Die Besprechung beginnt morgen um 10 Uhr mit dem Marketingteam. Wo finde ich die Akten zu dem Projekt? Wo finde ich die Akten zu dem Projekt? Die Akten befinden sich im Schrank neben dem Fenster zu dem Projekt. Die Akten befinden sich im Schrank neben dem Fenster zu dem Projekt. Wer ist verantwortlich für das Budget? Wer ist verantwortlich für das Budget? Herr Müller ist verantwortlich für das Budget dieses Projekts. Herr Müller ist verantwortlich für das Budget dieses Projekts. Mit wem arbeitest du an der Präsentation? Mit wem arbeitest du an der Präsentation? Ich arbeite mit Frau Schmidt an der Präsentation. Ich arbeite mit Frau Schmidt an der Präsentation. Wann sollen wir den Bericht bis zur Deadline abgeben? Wann sollen wir den Bericht bis zur Deadline abgeben? Wir müssen den Bericht bis Freitag bis zur Deadline einreichen. Wir müssen den Bericht bis Freitag bis zur Deadline einreichen. Wo befindet sich das Dokument über die neuesten Zahlen? Wo befindet sich das Dokument über die neuesten Zahlen? Das Dokument ist auf dem Server über die neuesten Zahlen gespeichert. Das Dokument ist auf dem Server über die neuesten Zahlen gespeichert. Wo treffe ich den neuen Kollegen von der IT-Abteilung? Wo treffe ich den neuen Kollegen von der IT-Abteilung? Sie treffen ihn im Büro neben dem Aufzug von der IT-Abteilung. Sie treffen ihn im Büro neben dem Aufzug von der IT-Abteilung. Wann beginnt das Training für das neue System? Wann beginnt das Training für das neue System? Das Training beginnt am Montag für das neue System. Das Training beginnt am Montag für das neue System. Wo ist der Laptop für die Präsentation? Wo ist der Laptop für die Präsentation? Der Laptop ist im Schrank im Konferenzraum für die Präsentation. Der Laptop ist im Schrank im Konferenzraum für die Präsentation.
Wer hat die Informationen über den Kunden? Wer hat die Informationen über den Kunden? Die Informationen über den Kunden sind bei Frau Meier. Die Informationen über den Kunden sind bei Frau Meier. Wo kann ich die Verträge für das neue Projekt finden? Wo kann ich die Verträge für das neue Projekt finden? Die Verträge für das neue Projekt liegen in der Personalabteilung. Die Verträge für das neue Projekt liegen in der Personalabteilung. Wann endet die Frist für die Einreichung? Wann endet die Frist für die Einreichung? Die Frist für die Einreichung endet am Freitag um 17 Uhr. Die Frist für die Einreichung endet am Freitag um 17 Uhr. Wer ist zuständig für die Kommunikation? Wer ist zuständig für die Kommunikation? Herr Klein ist zuständig für die Kommunikation mit den Kunden. Herr Klein ist zuständig für die Kommunikation mit den Kunden. Wo findet das Seminar zum Thema Zeitmanagement statt? Wo findet das Seminar zum Thema Zeitmanagement statt? Das Seminar zum Thema Zeitmanagement findet im Schulungsraum statt. Das Seminar zum Thema Zeitmanagement findet im Schulungsraum statt. Wer übernimmt die Aufgabe in Herrn Schmidts Abwesenheit? Wer übernimmt die Aufgabe in Herrn Schmidts Abwesenheit? Frau Müller übernimmt die Aufgabe in Herrn Schmidts Abwesenheit. Frau Müller übernimmt die Aufgabe in Herrn Schmidts Abwesenheit. Wie lange dauert das Projekt unter der Leitung von Frau Becker? Wie lange dauert das Projekt unter der Leitung von Frau Becker? Das Projekt unter der Leitung von Frau Becker dauert etwa 3 Monate. Das Projekt unter der Leitung von Frau Becker dauert etwa 3 Monate. Wer kann mir helfen mit der neuen Software? Wer kann mir helfen mit der neuen Software? Herr Lange kann Ihnen helfen mit der neuen Software. Herr Lange kann Ihnen helfen mit der neuen Software. Wo ist die Liste mit den Kundenkontakten? Wo ist die Liste mit den Kundenkontakten? Die Liste mit den Kundenkontakten liegt auf meinem Schreibtisch. Die Liste mit den Kundenkontakten liegt auf meinem Schreibtisch. Wann können wir das Angebot für das neue Produkt senden? Wann können wir das Angebot für das neue Produkt senden? Wir können das Angebot nächste Woche für das neue Produkt senden.
Wir können das Angebot nächste Woche für das neue Produkt senden. Wer ist bei dem Treffen mit dem Vorstand anwesend? Wer ist bei dem Treffen mit dem Vorstand anwesend? Herr Krause und Frau Schneider sind bei dem Treffen mit dem Vorstand anwesend. Herr Krause und Frau Schneider sind bei dem Treffen mit dem Vorstand anwesend. Wo kann ich den Schlüssel zum Archiv finden? Wo kann ich den Schlüssel zum Archiv finden? Der Schlüssel zum Archiv ist im Sekretariat. Der Schlüssel zum Archiv ist im Sekretariat. Wann beginnt das Projekt unter der neuen Leitung? Wann beginnt das Projekt unter der neuen Leitung? Das Projekt unter der neuen Leitung beginnt im nächsten Monat. Das Projekt unter der neuen Leitung beginnt im nächsten Monat. Wo haben Sie die Informationen über die Marktanalyse gespeichert? Wo haben Sie die Informationen über die Marktanalyse gespeichert? Die Informationen über die Marktanalyse sind auf dem gemeinsamen Laufwerk gespeichert. Die Informationen über die Marktanalyse sind auf dem gemeinsamen Laufwerk gespeichert. Wer ist verantwortlich für die Bestellungen der Büromaterialien? Wer ist verantwortlich für die Bestellungen der Büromaterialien? Frau Braun ist verantwortlich für die Bestellungen der Büromaterialien. Frau Braun ist verantwortlich für die Bestellungen der Büromaterialien. Wann endet das Meeting mit dem Vertriebsteam? Wann endet das Meeting mit dem Vertriebsteam? Das Meeting mit dem Vertriebsteam endet um 15 Uhr. Das Meeting mit dem Vertriebsteam endet um 15 Uhr. Wo ist der Projektplan für die nächste Phase? Wo ist der Projektplan für die nächste Phase? Der Projektplan für die nächste Phase ist auf dem Tisch im Besprechungsraum. Der Projektplan für die nächste Phase ist auf dem Tisch im Besprechungsraum. Wer arbeitet an dem neuen Design? Wer arbeitet an dem neuen Design? Das Kreativteam arbeitet an dem neuen Design. Das Kreativteam arbeitet an dem neuen Design. Wo kann ich Informationen über die Konkurrenz erhalten? Wo kann ich Informationen über die Konkurrenz erhalten? Informationen über die Konkurrenz finden Sie im Bericht von letzter Woche. Informationen über die Konkurrenz finden Sie im Bericht von letzter Woche.
Wann wird das Projekt mit der neuen Software gestartet? Wann wird das Projekt mit der neuen Software gestartet? Das Projekt mit der neuen Software wird im Januar gestartet. Das Projekt mit der neuen Software wird im Januar gestartet. Wer ist für die Dokumentation in diesem Projekt verantwortlich? Wer ist für die Dokumentation in diesem Projekt verantwortlich? Frau Schulz ist verantwortlich für die Dokumentation in diesem Projekt. Frau Schulz ist verantwortlich für die Dokumentation in diesem Projekt. Wo befinden sich die Leitlinien für das Projektmanagement? Wo befinden sich die Leitlinien für das Projektmanagement? Die Leitlinien für das Projektmanagement sind im Intranet verfügbar. Die Leitlinien für das Projektmanagement sind im Intranet verfügbar. Wann findet das Meeting mit dem internationalen Team statt? Wann findet das Meeting mit dem internationalen Team statt? Das Meeting mit dem internationalen Team findet um 14 Uhr statt. Das Meeting mit dem internationalen Team findet um 14 Uhr statt. Wer übernimmt die Kommunikation mit den externen Partnern? Wer übernimmt die Kommunikation mit den externen Partnern? Frau Keller übernimmt die Kommunikation mit den externen Partnern. Frau Keller übernimmt die Kommunikation mit den externen Partnern. Wo finde ich die Präsentation für die nächste Sitzung? Wo finde ich die Präsentation für die nächste Sitzung? Die Präsentation für die nächste Sitzung ist auf dem Laufwerkes gespeichert. Die Präsentation für die nächste Sitzung ist auf dem Laufwerkes gespeichert. Wann müssen wir den Bericht für das Management abgeben? Wann müssen wir den Bericht für das Management abgeben? Der Bericht für das Management muss bis zum Monatsende abgegeben werden. Der Bericht für das Management muss bis zum Monatsende abgegeben werden. Wer kann mir helfen bei der Analyse der Daten? Wer kann mir helfen bei der Analyse der Daten? Herr Wagner kann Ihnen helfen bei der Analyse der Daten. Herr Wagner kann Ihnen helfen bei der Analyse der Daten. Wo kann ich die Verträge für das internationale Projekt einsehen? Wo kann ich die Verträge für das internationale Projekt einsehen? Die Verträge für das internationale Projekt liegen im Büro von Frau Lange. Die Verträge für das internationale Projekt liegen im Büro von Frau Lange.
Wann beginnt das Training für die neuen Mitarbeiter? Wann beginnt das Training für die neuen Mitarbeiter? Das Training für die neuen Mitarbeiter beginnt nächste Woche Montag. Das Training für die neuen Mitarbeiter beginnt nächste Woche Montag. Wo kann ich die Liste mit den Lieferanten finden? Wo kann ich die Liste mit den Lieferanten finden? Die Liste mit den Lieferanten befindet sich im Ordner auf meinem Schreibtisch. Die Liste mit den Lieferanten befindet sich im Ordner auf meinem Schreibtisch. Wer ist der Ansprechpartner für die Kundenanfragen? Wer ist der Ansprechpartner für die Kundenanfragen? Herr Becker ist der Ansprechpartner für die Kundenanfragen. Herr Becker ist der Ansprechpartner für die Kundenanfragen. Wo ist das Dokument mit den Vertragsdetails? Wo ist das Dokument mit den Vertragsdetails? Das Dokument mit den Vertragsdetails ist in der Ablage im Büro. Das Dokument mit den Vertragsdetails ist in der Ablage im Büro. Wann ist die Frist für die Budgetplanung? Wann ist die Frist für die Budgetplanung? Die Frist für die Budgetplanung ist am 15. des Monats. Die Frist für die Budgetplanung ist am 15. des Monats. Wer kümmert sich um die Wartung der Geräte? Wer kümmert sich um die Wartung der Geräte? Die IT-Abteilung kümmert sich um die Wartung der Geräte. Die IT-Abteilung kümmert sich um die Wartung der Geräte. Wo wird das nächste Meeting mit den Projektleitern stattfinden? Wo wird das nächste Meeting mit den Projektleitern stattfinden? Das nächste Meeting mit den Projektleitern wird im großen Konferenzraum stattfinden. Das nächste Meeting mit den Projektleitern wird im großen Konferenzraum stattfinden. Wer ist für die Buchhaltung in dieser Firma verantwortlich? Wer ist für die Buchhaltung in dieser Firma verantwortlich? Frau Fischer ist für die Buchhaltung in dieser Firma verantwortlich. Frau Fischer ist für die Buchhaltung in dieser Firma verantwortlich. Wann ist der nächste Workshop über Produktentwicklung? Wann ist der nächste Workshop über Produktentwicklung? Der nächste Workshop über Produktentwicklung findet am 18. November statt. Der nächste Workshop über Produktentwicklung findet am 18. November statt. Wo sind die Details zu den neuen Richtlinien gespeichert?
Wo sind die Details zu den neuen Richtlinien gespeichert? Die Details zu den neuen Richtlinien sind im internen System gespeichert. Die Details zu den neuen Richtlinien sind im internen System gespeichert. Wer ist zuständig für die Personalabteilung? Wer ist zuständig für die Personalabteilung? Herr Schubert ist zuständig für die Personalabteilung. Herr Schubert ist zuständig für die Personalabteilung. Wo kann ich den aktuellen Bericht über die Finanzen finden? Wo kann ich den aktuellen Bericht über die Finanzen finden? Der aktuelle Bericht über die Finanzen ist auf dem Server im Finanzordner. Der aktuelle Bericht über die Finanzen ist auf dem Server im Finanzordner. Wer bereitet die Präsentation für die Jahresabschlussbesprechung vor? Wer bereitet die Präsentation für die Jahresabschlussbesprechung vor? Frau Hoffmann bereitet die Präsentation für die Jahresabschlussbesprechung vor. Frau Hoffmann bereitet die Präsentation für die Jahresabschlussbesprechung vor. Wo befinden sich die Formulare für die Reisekostenabrechnung? Wo befinden sich die Formulare für die Reisekostenabrechnung? Die Formulare für die Reisekostenabrechnung sind im Ordner auf dem Laufwerk R. Die Formulare für die Reisekostenabrechnung sind im Ordner auf dem Laufwerk R. Wann muss der Bericht an die Geschäftsführung geschickt werden? Wann muss der Bericht an die Geschäftsführung geschickt werden? Der Bericht an die Geschäftsführung muss bis zum 10. des Monats geschickt werden. Der Bericht an die Geschäftsführung muss bis zum 10. des Monats geschickt werden. Wer ist mit der Planung der Schulung beauftragt? Wer ist mit der Planung der Schulung beauftragt? Herr Weber ist mit der Planung der Schulung beauftragt. Herr Weber ist mit der Planung der Schulung beauftragt. Wo finde ich die Dokumentation zum neuen System? Wo finde ich die Dokumentation zum neuen System? Die Dokumentation zum neuen System befindet sich im technischen Handbuch. Die Dokumentation zum neuen System befindet sich im technischen Handbuch. Wann ist der Termin für die Budgetbesprechung angesetzt? Wann ist der Termin für die Budgetbesprechung angesetzt? Der Termin für die Budgetbesprechung ist am 25. des Monats angesetzt. Der Termin für die Budgetbesprechung ist am 25. des Monats angesetzt.
Wer übernimmt die Aufgabe bei Abwesenheit von Herrn Müller? Wer übernimmt die Aufgabe bei Abwesenheit von Herrn Müller? Frau Wagner übernimmt die Aufgabe bei Abwesenheit von Herrn Müller. Frau Wagner übernimmt die Aufgabe bei Abwesenheit von Herrn Müller. Wo kann ich eine Kopie der letzten Präsentation bekommen? Wo kann ich eine Kopie der letzten Präsentation bekommen? Eine Kopie der letzten Präsentation finden Sie im Archiv. Eine Kopie der letzten Präsentation finden Sie im Archiv. Wer ist für die Planung des Teamevents zuständig? Wer ist für die Planung des Teamevents zuständig? Frau Berg ist zuständig für die Planung des Teamevents. Frau Berg ist zuständig für die Planung des Teamevents. Wo kann ich die Liste mit den Projektergebnissen finden? Wo kann ich die Liste mit den Projektergebnissen finden? Die Liste mit den Projektergebnissen ist auf dem Server im Projektordner gespeichert. Die Liste mit den Projektergebnissen ist auf dem Server im Projektordner gespeichert. Wer ist verantwortlich für die Kundenbetreuung? Wer ist verantwortlich für die Kundenbetreuung? Herr Neumann ist verantwortlich für die Kundenbetreuung. Herr Neumann ist verantwortlich für die Kundenbetreuung. Wo befinden sich die Unterlagen für das heutige Meeting? Wo befinden sich die Unterlagen für das heutige Meeting? Die Unterlagen für das heutige Meeting sind im Besprechungsraum. Die Unterlagen für das heutige Meeting sind im Besprechungsraum. Wann werden die Daten für das nächste Quartal bereitgestellt? Wann werden die Daten für das nächste Quartal bereitgestellt? Die Daten für das nächste Quartal werden Ende des Monats bereitgestellt. Die Daten für das nächste Quartal werden Ende des Monats bereitgestellt. Wer leitet das Projekt im neuen Büro? Wer leitet das Projekt im neuen Büro? Frau Köhler leitet das Projekt im neuen Büro. Frau Köhler leitet das Projekt im neuen Büro. Wo finde ich den Vertrag mit dem neuen Lieferanten? Wo finde ich den Vertrag mit dem neuen Lieferanten? Der Vertrag mit dem neuen Lieferanten ist in der Abteilung Einkauf. Der Vertrag mit dem neuen Lieferanten ist in der Abteilung Einkauf. Wer plant die Strategie für das kommende Jahr? Wer plant die Strategie für das kommende Jahr?
Herr Lehmann plant die Strategie für das kommende Jahr. Herr Lehmann plant die Strategie für das kommende Jahr. Wo befinden sich die Richtlinien für den Datenschutz? Wo befinden sich die Richtlinien für den Datenschutz? Die Richtlinien für den Datenschutz sind im Intranet verfügbar. Die Richtlinien für den Datenschutz sind im Intranet verfügbar. Wann findet die Besprechung über die neuen Ziele statt? Wann findet die Besprechung über die neuen Ziele statt? Die Besprechung über die neuen Ziele findet nächste Woche Donnerstag statt. Die Besprechung über die neuen Ziele findet nächste Woche Donnerstag statt. Wer koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen? Wer koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen? Frau Schmitz koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Frau Schmitz koordiniert die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Wo kann ich die Liste mit den Anforderungen einsehen? Wo kann ich die Liste mit den Anforderungen einsehen? Die Liste mit den Anforderungen befindet sich im Projektordner. Die Liste mit den Anforderungen befindet sich im Projektordner. Wer übernimmt die Verwaltung der Lieferantenbeziehungen? Wer übernimmt die Verwaltung der Lieferantenbeziehungen? Herr Stein übernimmt die Verwaltung der Lieferantenbeziehungen. Herr Stein übernimmt die Verwaltung der Lieferantenbeziehungen. Wo finde ich die Berichte über den aktuellen Projektstatus? Wo finde ich die Berichte über den aktuellen Projektstatus? Die Berichte über den aktuellen Projektstatus sind im Projektordner auf dem Laufwerk T. Die Berichte über den aktuellen Projektstatus sind im Projektordner auf dem Laufwerk T. Wann müssen die Daten für die Quartalsanalyse vorliegen? Wann müssen die Daten für die Quartalsanalyse vorliegen? Die Daten für die Quartalsanalyse müssen bis zum 20. des Monats vorliegen. Die Daten für die Quartalsanalyse müssen bis zum 20. des Monats vorliegen. Wer bearbeitet die Anfragen aus der Marketingabteilung? Wer bearbeitet die Anfragen aus der Marketingabteilung? Frau Bauer bearbeitet die Anfragen aus der Marketingabteilung. Frau Bauer bearbeitet die Anfragen aus der Marketingabteilung. Wo befinden sich die Formulare für das Urlaubsmanagement?
Wo befinden sich die Formulare für das Urlaubsmanagement? Die Formulare für das Urlaubsmanagement sind im Personalbereich verfügbar. Die Formulare für das Urlaubsmanagement sind im Personalbereich verfügbar. Wer ist zuständig für das Kundenfeedback? Wer ist zuständig für das Kundenfeedback? Herr Richter ist zuständig für das Kundenfeedback. Herr Richter ist zuständig für das Kundenfeedback. Wo kann ich das Handbuch für die neue Software finden? Wo kann ich das Handbuch für die neue Software finden? Das Handbuch für die neue Software befindet sich im IT-Ordner. Das Handbuch für die neue Software befindet sich im IT-Ordner. Wann ist der Abgabetermin für den Jahresbericht? Wann ist der Abgabetermin für den Jahresbericht? Der Abgabetermin für den Jahresbericht ist am 30. Dezember. Der Abgabetermin für den Jahresbericht ist am 30. Dezember. Wer organisiert die Schulungen für die neuen Mitarbeiter? Wer organisiert die Schulungen für die neuen Mitarbeiter? Frau Krüger organisiert die Schulungen für die neuen Mitarbeiter. Frau Krüger organisiert die Schulungen für die neuen Mitarbeiter. Wo befinden sich die Unterlagen für die Strategieplanung? Wo befinden sich die Unterlagen für die Strategieplanung? Die Unterlagen für die Strategieplanung sind im Management-Ordner. Die Unterlagen für die Strategieplanung sind im Management-Ordner. Wer ist Ansprechpartner für die Sicherheitsvorschriften? Wer ist Ansprechpartner für die Sicherheitsvorschriften? Herr Dietz ist Ansprechpartner für die Sicherheitsvorschriften. Herr Dietz ist Ansprechpartner für die Sicherheitsvorschriften. Wo kann ich die Liste mit den Ressourcenanforderungen finden? Wo kann ich die Liste mit den Ressourcenanforderungen finden? Die Liste mit den Ressourcenanforderungen befindet sich im Projektordner. Die Liste mit den Ressourcenanforderungen befindet sich im Projektordner. Wann ist die nächste Überprüfung des Projektfortschritts? Wann ist die nächste Überprüfung des Projektfortschritts? Die nächste Überprüfung des Projektfortschritts ist am 5. Januar. Die nächste Überprüfung des Projektfortschritts ist am 5. Januar. Wer koordiniert die Besprechungen mit den externen Beratern? Wer koordiniert die Besprechungen mit den externen Beratern?
Frau Lenz koordiniert die Besprechungen mit den externen Beratern. Frau Lenz koordiniert die Besprechungen mit den externen Beratern. Wo finde ich die Richtlinien für die Qualitätskontrolle? Wo finde ich die Richtlinien für die Qualitätskontrolle? Die Richtlinien für die Qualitätskontrolle sind im Intranet. Die Richtlinien für die Qualitätskontrolle sind im Intranet. Wer plant die Kommunikationsstrategie für das nächste Quartal? Wer plant die Kommunikationsstrategie für das nächste Quartal? Herr Keller plant die Kommunikationsstrategie für das nächste Quartal. Herr Keller plant die Kommunikationsstrategie für das nächste Quartal. Wo befinden sich die Daten für die Marktforschung? Wo befinden sich die Daten für die Marktforschung? Die Daten für die Marktforschung befinden sich im Marketing-Ordner. Die Daten für die Marktforschung befinden sich im Marketing-Ordner. Wann müssen die Dokumente für den Audit eingereicht werden? Wann müssen die Dokumente für den Audit eingereicht werden? Die Dokumente für den Audit müssen bis Ende Januar eingereicht werden. Die Dokumente für den Audit müssen bis Ende Januar eingereicht werden. Wer ist verantwortlich für die Vertragsverhandlungen? Wer ist verantwortlich für die Vertragsverhandlungen? Frau Meier ist verantwortlich für die Vertragsverhandlungen. Frau Meier ist verantwortlich für die Vertragsverhandlungen. Wo sind die Aufzeichnungen über die Besprechungen gespeichert? Wo sind die Aufzeichnungen über die Besprechungen gespeichert? Die Aufzeichnungen über die Besprechungen sind auf dem Server im Ordner Protokolle. Die Aufzeichnungen über die Besprechungen sind auf dem Server im Ordner Protokolle. Wer kümmert sich um die Aktualisierung der Software? Wer kümmert sich um die Aktualisierung der Software? Die IT-Abteilung kümmert sich um die Aktualisierung der Software. Die IT-Abteilung kümmert sich um die Aktualisierung der Software. Wann findet das nächste Treffen zur Projektkoordination statt? Wann findet das nächste Treffen zur Projektkoordination statt? Das nächste Treffen zur Projektkoordination findet am Freitag statt. Das nächste Treffen zur Projektkoordination findet am Freitag statt. Wo finde ich die Schulungsunterlagen für das neue System? Wo finde ich die Schulungsunterlagen für das neue System?
Die Schulungsunterlagen für das neue System befinden sich im Ordner Schulungen. Die Schulungsunterlagen für das neue System befinden sich im Ordner Schulungen. Wer leitet das Projektteam in unserer Abteilung? Wer leitet das Projektteam in unserer Abteilung? Herr Schmidt leitet das Projektteam in unserer Abteilung. Herr Schmidt leitet das Projektteam in unserer Abteilung. Wo ist die Datei mit den Präsentationsfolien gespeichert? Wo ist die Datei mit den Präsentationsfolien gespeichert? Die Datei mit den Präsentationsfolien ist im Ordner Präsentationen. Die Datei mit den Präsentationsfolien ist im Ordner Präsentationen. Wer ist für die Planung des Kick-Off-Meetings verantwortlich? Wer ist für die Planung des Kick-Off-Meetings verantwortlich? Frau Becker ist verantwortlich für die Planung des Kick-Off-Meetings. Frau Becker ist verantwortlich für die Planung des Kick-Off-Meetings. Wo finde ich die Liste der Ansprechpartner für technische Fragen? Wo finde ich die Liste der Ansprechpartner für technische Fragen? Die Liste der Ansprechpartner ist im Intranet unter Technischer Support. Die Liste der Ansprechpartner ist im Intranet unter Technischer Support. Wer ist zuständig für die Buchhaltung? Wer ist zuständig für die Buchhaltung? Herr Weber ist zuständig für die Buchhaltung. Herr Weber ist zuständig für die Buchhaltung. Wo werden die monatlichen Berichte über die Produktionszahlen abgelegt? Wo werden die monatlichen Berichte über die Produktionszahlen abgelegt? Die Berichte über die Produktionszahlen werden im Produktionsordner abgelegt. Die Berichte über die Produktionszahlen werden im Produktionsordner abgelegt. Wer übernimmt die Aufgaben im Bereich Kundenservice? Wer übernimmt die Aufgaben im Bereich Kundenservice? Das Kundenservice-Team übernimmt die Aufgaben im Bereich Kundenservice. Das Kundenservice-Team übernimmt die Aufgaben im Bereich Kundenservice.